Moin zusammen und willkommen zurück zu PHP. Heute geht es noch ein letztes Mal um Vererbung und dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr sozusagen PHP Master. Ihr braucht nur noch ein bisschen Übung und ja, bevor wir jetzt hier weitermachen, wenn ihr Videowünsche zu PHP habt, also wirklich konkrete Sachen, dann schreibt mir, dann mache ich dazu vielleicht noch ein Video. Aber die offizielle Serie hört jetzt hiermit sozusagen auf. Danach wären nur noch Anwendungsbeispiele, also im Prinzip könnt ihr fast alles, also klar, es gibt immer Funktionen aus der Standardbibliothek, die man nicht kennt, aber ich kenne da auch lang nicht alle, aber die kann man auch nicht alle wirklich im Kopf haben, das sind viel zu viele. Aber klar, mit den grundlegenden Sachen von der Sprache und allem, was man so unbedingt können sollte, sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Und ja, falls ihr irgendwelche Videowünsche habt, natürlich zu PHP oder zu anderen Videos oder Serien, dann schreibt mir wie immer einfach Kommentare oder Nachrichten oder sonst irgendwas. Ja, und das war jetzt erstmal das Outro sozusagen. Jetzt machen wir noch ein letztes Mal irgendwas mit Vererbung. Und zwar haben wir hier letztes Mal den mega komplizierten Code aufgebaut, der hier zwei Interfaces und ein Extens benutzt. Und dieses Extens hat absolut keinen Sinn gemacht, aber egal. Okay, so, was wir jetzt machen, ist folgendes. Ich möchte euch das Schlüsselwort Final ein bisschen näher bringen. Übrigens, falls ihr jemals auf Static stoßt, ich finde Static total unnötig in PHP. Static macht einfach nichts anderes als eine Funktion in einer Klasse wieder als normale Funktion, als hättet ihr sie außerhalb der Klasse. Also quasi, wenn ich jetzt diese PrintMe-Funktion Static machen möchte, dann ist es so, als hätte ich hier draußen eine eine PrintMe-Funktion. Sowas hier. Und dann hier halt irgendwelchen Code rein. Okay, deswegen Static werde ich euch nicht zeigen, das könnt ihr getrost ignorieren, ihr könnt alles damit machen. Okay, und jetzt geht es um Final. Warum brauche ich Final? Zum Beispiel setzen wir mal diese PrintMe-Funktion auf Final. Gut, was macht dieses Final jetzt? Das sagt mir, ich darf diese Methode hier nicht überschreiben. Das bedeutet, das hier ist illegal. Das gibt mir ein Problem und das macht teilweise Sinn, denn ich möchte ja solche Sachen wie komplexe Berechnungsvorschriften, die mir dann zum Beispiel irgendwie in meiner Datenbank irgendwelches gefährliches Zeug machen, möchte ich nicht einfach von meinen Kollegen überschreiben lassen, die nicht mehr Ahnung haben, wie diese Datenbank von innen aussieht. Deswegen kann man sagen, ich möchte jetzt diese Funktion hier final machen und alle, die davon erben, die dürfen einfach nichts mehr damit anfangen. Also die dürfen diese Funktion hier nicht überschreiben. Also das hier wäre jetzt illegal. Wenn ich das Final wieder Mac mache, dann ist alles wieder super. Wir können es gerne mal ausprobieren, was wir dann für einen Fehler bekommen. Oh ja, dann bekommen wir erstmal diesen Fehler, dass wir nicht von Printable erben dürfen, weil ich im letzten Video hier gemacht hatte, dass Printable noch eine Berechnefunktion zur Verfügung stellt und das soll natürlich nicht so sein. Okay, jetzt müssen wir es nochmal probieren kurz. Ja, das liegt an dem Final, was ich hier vor PrintMe habe. Ich mache jetzt hier einfach mal die Vererbung raus für Printable. Deswegen haben wir dann weniger Probleme. Gut. Schauen wir uns nochmal an, jetzt sollte aber da nichts mehr passieren. Gut, jetzt haben wir hier den Fehler bekommen, wir dürfen eine Final Method nicht überschreiben und die Final Method befindet sich in PrintMe und auf Zeile 52 oder in Zeile 52 genauer gesagt. Also hier haben wir versucht, naja, das ist jetzt nicht gerade die exakteste Angabe, aber okay, in Zeile 52 haben wir versucht, PrintMe zu überschreiben, wobei das genauer gesagt hier war. Also wie gesagt, man darf Final-Funktionen einfach nicht überschreiben. Das ist alles, was ihr dazu wissen müsst. Okay, und jetzt haben wir noch ein letztes, was ich euch zeigen wollte, nämlich, sagen wir mal, ich möchte meinen Super-User auch so aufrufen hier, aber mein Super-User hat noch zusätzlich eine weitere Variable, also sowas wie $super, was er, $Geld bezahlt, was er insgesamt bezahlt hat. Das ist natürlich nur bei einem Super-User so, denn der Infidel-User und der normale User, die haben ja hier überhaupt nichts bezahlt. Und deswegen sagen wir hier Geld bezahlt gleich, keine Ahnung, Geld bezahlt ist erstmal nur eine Variable. Ja, und jetzt möchte ich meinen Konstruktor hier für Super-User ein bisschen anpassen. Das heißt, ich schreibe mich hier wieder, wie hier oben auch, diese Function Construct hin. Und die nimmt jetzt erstens mal die Set-ID, also die neue ID, die wir setzen wollen, den Set-Name und dann noch das Geld, das wir bezahlt haben. Geld. Gut. Und was wir hier drin jetzt machen ist, wir können natürlich sagen, wir setzen die ID, wie wir es hier getan haben, oder wie wir es hier oben getan haben, einfach so. Und machen Copy-Paste, ihr habt es gerade gesehen, ich habe hier was markiert und habe es dann einfach hier unten wieder eingefügt. Und Copy-Paste ist was man generell einfach vermeiden möchte. Deswegen hat man sich überlegt, okay, ich möchte jetzt
den Konstruktor von meiner Elternklasse, also von der User-Klasse hier, aufrufen. Ja gut, wie mache ich das? Ist gar nicht so schwer. Einfach ein Call und das war's dann schon. Der quasi Aufruf dazu sieht folgendermaßen aus, ist ein bisschen eklig. Parent Doppelpunkt Doppelpunkt und dann Bodenstrich Bodenstrich Construct. Das wäre der Konstruktor für eure Elternklasse und das funktioniert tatsächlich überall. Also wenn jetzt ihr nochmal, Parent bezieht sich einfach dann hier auf diese next obere Klasse, also eure Extens-Klasse hier, eure User-Klasse in dem Fall dann. Das heißt, Parent ist hier die User-Klasse, wohingegen, wenn ihr jetzt nochmal eine Klasse schreibt, die von Super-User erbt, dann ist Parent eben Super-User. Also jeweils die next höhere Klasse sozusagen. Okay, und jetzt müssen wir hier natürlich noch ein paar Dinge reinschreiben. Sowas wie $set-ID wird hier einfach übergeben und $set-Name wird auch einfach übergeben. So, und dann wollen wir hier in unserem normalen Konstruktor einfach nur schreiben, $Geld bezahlt ist gleich $Geld. Okay, und das ist es dann tatsächlich auch. So habt ihr quasi, ja, ich habe es mal wieder falsch gemacht, $this Geld bezahlt, so muss es aussehen. Und so habt ihr euren Konstruktor so modifiziert, dass ihr hier nur noch die neue Variable, die in der Unterklasse hinzugekommen ist, setzen müsst und alles andere regelt der Oberklassenkonstruktor. Also hier würden vielleicht noch irgendwelche Tests durchgeführt werden für die ID und sonst irgendwelche komischen Sachen gemacht. Das wollt ihr hier alles nicht mehr machen. Ihr wollt es nur einmal schreiben und deswegen hier Parent Construct macht alles für euch. So, wenn wir das jetzt ausführen wollen, dann müssen wir hier natürlich wieder das Final wegmachen, sonst kriegen wir wieder den Fehler. Und jetzt schauen wir einfach mal. Ja, ich kriege natürlich einen Fehler, weil ich das dritte Argument hier nicht angegeben habe. In meinem Konstruktor hier fehlt natürlich, wie viel Geld tatsächlich bezahlt wurde. 1337 Geld, okay. Und dann sehen wir hier, Morpheus hat viel Geld bezahlt. Jetzt könnten wir hier noch ausgeben, wie viel Geld das war. Und ansonsten haben wir einfach alles gemacht. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, Themenvorschläge für PHP nehme ich gerne entgegen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Okay, dann würde ich euch jetzt als nächstes mindestens die JavaScript-Reihe empfehlen oder sogar irgendwelche weiterführenden Reihen. Hier wird es dann wahrscheinlich mit dem nächsten weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich eine Abstimmung gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist allerdings noch ein bisschen früh dafür. Genau, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!